Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch einen Bungalow für Best-Ager, der dank geschickter und vorausschauender Planung auch für eine Familie mit bis zu 4 Personen funktioniert. Wie es zu dieser besonderen Architektur kam, mit Staffelgeschoss obendrauf, ist eine ganz spannende Geschichte, denn eigentlich begann für die Bauherren das Ganze mit einem Drama. Grundstück gekauft, Wunschhaus konnte nicht gebaut werden. Warum das Ganze im Nachhinein ein Glücksfall war, das erfahren wir heute in der Haustour. Den Bungalow, den wir hinter uns sehen, hat sich ein Ehepaar für die zweite Lebenshälfte gebaut, damit alles so ist, wie man es im Alter braucht. Barrierefrei auf einer Ebene, aber es sollte eben nicht nur ein Bungalow sein, damit man eben auch noch Raum hat, wenn die Kinder das Haus mal übernehmen, dass genug Platz ist, um auch eine Familie unterzubringen. Also hat man sich für ein zweigeschossiges Haus mit 2 Vollgeschossen und Flachdach entschieden und wollte das auch auf das bereits gekaufte Grundstück bauen. Die erste Aussage des Anbieters Fingerhaus war, ja, das passt auch, und dann wurde das Haus nicht genehmigt, weil nur ein Vollgeschoss möglich ist. Die Architektin hatte Gott sei Dank die Idee, dass man mit einem Staffelgeschoss oder einem Attika-Geschoss, das ist das, was ihr da oben drauf seht, das nach allen Seiten zurückspringt, diese Vorschrift umgehen kann. Und im Endeffekt haben wir damit wirklich einen Glücksfall erreicht, denn es gibt jetzt hier ein Bungalow mit Außenmaßen von 11,50 Meter mal 14,50 Meter, der 130 Quadratmeter Wohnfläche auf einer Ebene ermöglicht und obendrauf dieses kleine Staffelgeschoss, das sind nochmal 54 Quadratmeter, wo im Moment das Ehepaar noch sein Schlafzimmer mit tollem Ausblick hat, was später aber auch flexibel genutzt werden könnte. Über diese ganzen Grundrissmöglichkeiten sage ich euch drin noch was, wenn wir da vorbeilaufen. Wir sehen jetzt erstmal auf der Rückseite, dass der Bungalow auf beiden Seiten so ein bisschen versetzte Außenteile hat und dadurch entsteht hier eben einmal ein 1,60 Meter breiter Vorsprung, wo die geschützte Terrasse drunter ist. Abgefangen wird das Ganze über so verzinkte Stahlstützen rund, die beschichtet sind in RAL 7016. Das ist Anthrazitgrau und das ist ganz schön, weil bei diesem Haus wirklich bis auf die weiße Putzfassade alles in Anthrazit gehalten ist. Also die Mückengitter, die Rollläden, die Fenster. Und das ist wirklich ganz schön. Bis hin zum Geländer ist hier alles aus einem Guss. Wir sehen hier, wir haben dreifach verglaste Holz-Alu-Fenster. Das ist eine sehr hochwertige Sache. Die Aluschale schützt außen vor der Witterung. Und was man jetzt hier durch die Sonne auch ganz schön sehen kann, wir haben hier einen normalen weißen Kratzputz mit 2 mm Körnung und in den Fensterleibungen ist der etwas feiner. Da ist es dann die 1 mm Körnung. Das setzt das Ganze ab und es ist eben auch eine ganz schöne Sache. Wir können jetzt hier schon sehen, dass es teilweise bodentiefe Elemente gibt, hier schon mit Milchglas. Dahinter in diesem Teil liegt nämlich der Trakt mit später mal 2 Kinderzimmern und Kinderbad im Erdgeschoss, der im Moment als Gäste- und Arbeitszimmer benutzt wird oder als Gästetrakt. Wie gesagt, noch schlafen die Bauherren oben. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir schon, hier gibt es auch noch mal diesen Einzug von 1,60 Meter, das hier also gleich auch ein integriertes Vordach hat. Und hinter mir könnt ihr jetzt schon sehen, dass das Grundstück da eben noch eben ist und dann eine Abfangung mit L-Steinen zum Nachbarn kommt. Ursprünglich war hier mal geplant, vom Hausanbieter direkt die Böschung ans Haus zu machen. Dann hätte man hier aber nicht vorbeilaufen können, sondern so blöde Böschung auf dem Grundstück gehabt. Und da hat einfach der Erdbauer gesagt, lasst doch die Nachbarn fragen, ob wir bis an die Grenze ranbauen können. Wenn ihr die Einverständniserklärung habt, könnt ihr das machen. Dann habt ihr hier eine ebene Fläche, könnt drumherum laufen und das ist wirklich total praktisch. Also sowas immer mitdenken, nicht einfach die Gegebenheiten des Grundstücks so nehmen, weil das braucht ihr nachher ein ganzes Leben lang.
Auch ganz wichtig war den Bauherren hier vorne ein Carport, der weiß verputzt ist. Das ist eine Stahlkonstruktion, also auch eine leichte Konstruktion. Weil man da aber von draußen drauf guckt, wollten sie eben ein System, das sich auch weiß verputzen lässt. Und in diesem Carport ist bereits die Wallbox. Auch das bei der Planung schon bedenken. Das muss man nämlich bei der Absicherung, bei der Beantragung dieser ganzen Elektrikgeschichten schon mit einplanen, damit man nachher genug Absicherung hat für die Wallbox im Auto. Das gilt übrigens auch für die Außenbeleuchtung. Auch da haben die Bauherren gesagt, von Anfang an dran denken, den ein oder anderen Lichtauslass am Haus außen hätten sie sich vielleicht zusätzlich noch gewünscht, konnten sie jetzt aber lösen über Bodenkabel, die verlegt sind. Dann ist die Beleuchtung halt draußen im Garten. Wir sehen schon, dass hier auf jeden Fall dran gedacht worden ist, diese Beleuchtung für den Eingangsbereich schon mit zu integrieren. Und was wir jetzt auch gerade noch hier um die Ecke sehen können, ist, dass da so ein großer Auslass ist. Hier hinter ist nämlich der Haustechnikraum. Das Ganze ist auf Bodenplatte gebaut. Keller fürs Alter war auch irgendwie nicht gewünscht. Es ist nicht barrierefrei, man kramt sich nur zu mit Zeug. Und hier sieht man jetzt über Eck die beiden großen Auslässe. Das heißt, es gibt auch eine Luftwasser-Wärmepumpe, die komplett innen aufgestellt ist. Das heißt, man hat jetzt hier wirklich einen schönen Bereich und auch nicht so eine Außeneinheit vorne stehen. Auf dem Flachdach, das ist ein Foliendach, sieht man schon mit so einer Attika, gibt es dann auch demnächst eine Photovoltaikanlage. Das ist auch schon vorgerüstet, die ist schon bestellt mit 10 Kilowatt Peak. Die kommt dann auf das obere Dach und hier auf die Südseite wird da aufgeständert. Auch das muss man schon vorrüsten lassen bei der Planung, denn die Kabel vom Dach, die Kabelführung in den Haustechnikraum für die Batterie, die dann da auch reinkommt, sollte eben auch von Anfang an vorgerüstet sein. Solche Dinge zu bedenken, sagen die Bauherren, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ganz wichtiger Tipp. Und jetzt schauen wir mal, wie es innen weitergeht. Die Diele ist mit 27,5 Quadratmetern mal wirklich geräumig. Ich sage ja immer, genug Platz in der Diele ist Gold wert und an der Stelle sieht man das jetzt mal. Wir haben hier eine lichte Raumhöhe von 2,57 Meter. Das ist auch schon etwas mehr, als man jetzt üblicherweise so kennt und das tut dem großen Raum auch sehr, sehr gut. Dieser Bereich ist wirklich für die Bauherren ganz multifunktional. Also sie haben hier wohl schon Gäste mit Stehtischen bewirtet. Man kann hier in Ruhe ankommen. Man hat Platz, um einen Kinderwagen reinzuschieben oder auch mal einen Rollator. Das sind also wirklich Dinge, die man nicht unterschätzen sollte. Der Boden ist übrigens sehr pflegeleicht. Es ist ein leicht anpoliertes Feinsteinzeug, 80 x 80. Da sieht man wohl nichts drauf. Also eine hochglanzpolierte Fliese ist ja immer ein bisschen empfindlich. Und die Bauherrin sagte, die Wand musste eben da stehen aus statischen Gründen. Und deshalb ist diese Diele so groß geworden. Aber sie bereuen es nicht. Es ist nämlich auch toll, dass die Treppe hier läuft, weil da geht es eben nach oben in den Bereich mit Bad, Ankleide und Schlafzimmer. Und da könnte man eben später mal, wenn man dann auf einer Ebene wohnen will, auch oben jemanden, eine Pflegekraft zum Beispiel haben. Und hier geht ansonsten nur der Technikraum und die Abstellkammer ab. Das heißt, es wäre also möglich, da jemanden nach oben zu bringen, ohne dass die Privatsphäre angetastet wird. Also schon mal ein Flexibilitätsplus. Zu der Treppe sage ich euch nachher noch was. Die ist nämlich wirklich auch sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, Technikraum zeige ich euch nachher. Hier gibt es eine kleine Speise- und Abstellkammer. Aber jetzt gucken wir mal in den großen offenen Wohn-Ess-Kochbereich. insgesamt
41,5 Quadratmeter. 15,5 Quadratmeter davon nimmt die offene Küche ein. Die ist jetzt hier wirklich nur abgetrennt durch so eine ganz kleine Wandscheibe. Das sind 65 Zentimeter. Das reicht normalerweise, um eben die Seitenfront von der Küche zu verdecken. Die Bauherren wussten, dass sie so einen Side-by-Side-Kühlschrank haben wollten. Man hätte das natürlich jetzt noch ein Stück vorziehen können, muss aber natürlich immer bedenken, dass die Türen da auch noch aufgehen müssen. Die Planung von dieser Küche, die übrigens auch über den Haushersteller bezogen wurde, war eigentlich ein bisschen anders gedacht. Man hätte vielleicht gedacht, die Theke trennt das jetzt so ab. Da hat die Küchenplanerin aber gesagt, nee, dann sitzt ihr an der Theke immer mit dem Rücken zum Raum und unterbrecht euch auch diesen Raumfluss. Das ist eigentlich so viel schöner. Und auch, dass man jetzt hier nicht ganz hoch geht, sondern nur auf eine Höhe von 1,78, finde ich eigentlich sehr wohnlich. Erstens kommt man dann noch überall dran, man kann da auch noch was draufstellen und man hat hier wirklich alles gut in Bedienhöhe. Auch dieser Herd, der nicht ganz so hoch sitzt, dass man da wirklich, wenn man von oben auf das Backgut gucken will, noch gut drauf gucken kann, finde ich eine ganz schöne Höhe. Dann haben wir hier diese tolle Ecklösung, wo dann einfach die ganzen Dinge verschwinden, Kaffeemaschinen, Toaster und Wasserkocher. Deshalb da hinten auch 3 Steckdosen in der Nische, nicht vergessen. Und hier geht es dann eben gleich weiter mit Steckdosen. Das ist jetzt an der Seite tatsächlich nur Holzdekor. Das ist auch wirklich schlau, weil man es dann eben im Spritzbereich gut abwaschen kann. Auf dem Boden ist jetzt hier wirklich durchgehend im ganzen Wohn-Ess-Kochbereich sowie oben auch dieses wunderschöne Eiche-Parkett, Eiche rustikal, Landhausdiele. Und obwohl die Bauherren hier schon 2,5 Jahre wohnen, sieht das geölte Parkett wirklich wunderbar aus. Wenn man jetzt nicht mit kleinen Kindern hier unterwegs ist und immer alles gleich wegwischt, was runtertropft, kann das also wunderbar sein. Bei Familien mit Kindern ist es dann vielleicht auch so, dass man sich da irgendwann mal so einen Teppich reinlegt. Dass das jetzt hier gut funktioniert mit dieser U-förmigen Lösung, mit der breiten Theke, ist eine Sache der Maße. Deshalb sage ich euch das kurz. Dieser Raum insgesamt ist 4,80 Meter breit. Hier habe ich jetzt noch etwa 1,80 Meter. Die Arbeitsplatte ist dann 1 Meter breit mal 2,75 Meter. Hier ist also wirklich viel Arbeitsfläche. Und dann ist dahinter eben auch noch genug Platz, dass man die Tür mit dem Drehkippbeschlag da haben kann, ohne dass sich das stört. Warum die Tür diesen Beschlag hat, das sage ich euch gleich. Da hätte man ja auch eine Hebeschiebetür machen können. Das hat aber einen schlauen Grund. Vielleicht erstmal noch kurz hierzu. Wir haben hier eine wunderschöne Arbeitsplatte Galaxy Star, die ist wirklich massiv und total unempfindlich mit dem Kochfeld hier eingelassen. Das ist natürlich auch schön, weil man jetzt beim Kochen eben raus ins Grüne guckt. Das ist wirklich wunderschön. Und die Bauherrin sagte mir, mit diesem Abzug nach unten, das ist ja eine Umluftlösung, ist eigentlich ganz gut. Es gibt ja hier auch eine kontrollierte Lüftungsanlage. Da hinten an der Wand seht ihr die Abluft, wo abgesaugt wird. Es gibt hier aber auch Öffnungsflügel und sie sagt, sie macht viel Fisch, brät das an und da ist natürlich so eine Umlufthaube nicht ganz optimal. Aber im Zusammenhang mit der Lüftungsanlage wird es empfohlen und die Bauherren haben deshalb extra auch viele Öffnungsflügel, wo eben auch Fliegengitter davor sind, sodass man das im Sommer beim Kochen auch wirklich aufmachen kann, aufstehen lassen kann, ohne dass Fliegen reinkommen und eben die Kochdünste auch ganz schnell rausgehen. Von der Höhenabwicklung vielleicht auch noch interessant, weil ihr ja oft fragt, wie ist das mit dieser Fensterbrüstung? Hier ist die Brüstungshöhe jetzt bis Oberkante Fensterbank 1,26 Meter. Das heißt, die Arbeitsfläche ist 91 Zentimeter hoch. Man hat hier nochmal die 35 Zentimeter. Das heißt, es passt eben auch gut mit so einem hohen Hahn. Ist vom Arbeitsablauf wirklich sehr angenehm und dieses Fensterelement, dieses lange Lichtband, das taucht hier 3-mal auf. Maße sind hier 3 Meter mal 80 Zentimeter. Ein kleiner Tipp am Rande, wir haben jetzt hier so Rollläden, an den Stellen haben wir Lamellenjalousien und da braucht man eben, wenn man so ein breites Fenster auch hat, die etwas teureren, hochwertigen Aluminium-Rollläden, damit es eben über die Länge funktioniert. Also so eine Sache, wo auch nochmal verdeckte Folgekosten drinstecken, auf die ich euch einfach gern hinweisen möchte. Hier funktioniert das jetzt mit der Sitztheke, alles noch wunderbar. Hier ist genug Platz. Hier ist ein Drehkippbeschlag drin,
Übrigens gibt es die auch mit extra flacher Schwelle, wie man hier sieht. Und weil die Bauherren gerne einen Hund haben wollen, haben sie gesagt, wir brauchen hier einen Drehkippgeschlag und keine Hebeschiebetür, weil hier kann man diese Mückengitter anbringen, die sind unten extra so verstärkt, dass der Hund eben selber da rein und raus kann. Der kann die Tür anstoßen und rauslaufen und wenn er eben von draußen anstößt, um reinzukommen, geht die Tür auch nach innen auf. Das ist also wirklich eine ganz praktische Sache, weil ich natürlich als erstes gefragt habe, warum ist da keine Hebeschiebetür wie hier? Jetzt sind wir praktisch schon im Essbereich, das sind dann nochmal 33 Quadratmeter und hier hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, das wunderbar ganz aufzuschieben. Die Höhe von diesem Element sind übrigens 2,7 Meter, das ist also die Standardhöhe und hier hat man jetzt dieses Fliegengitter, das man eben so Ziehharmonika-mäßig aufschieben kann. Da kommt natürlich ein Hund selber nicht raus und rein, aber auch da wieder diesen schönen, ganz flachen Übergang, Stichwort barrierefrei fürs Alter. Und wenn man dann eben hier direkt das Parkett anschließen hat, ist es ja immer wichtig, dass diese Schwelle nicht schlagregenbelastet ist, weil das eben nicht absolut schlagregendicht ist. Wir haben jetzt hier eine sehr schöne Terrasse, da ist nochmal diese Spritzrinne davor. Wir haben ja diese 1,60 Meter, die sowieso feststehendes Vordach ist, was übrigens auch ein sehr, sehr guter Sonnenschutz ist. Und eben diese schöne Terrassengestaltung, einmal mit Fliesen für den Bereich, wo der Tisch steht und an der anderen Seite mit diesem WPC-Belag und dem Wasserbecken. Und es ist wirklich ein total schöner Outdoor-Bereich. Da ist eben auch Licht drin für abends und man kann da die Sachen auch stehen lassen, wenn es mal regnet. Dieser feststehende Sonnenschutz ist auch wirklich nicht zu unterschätzen in seiner Bedeutung. Die Bauherren haben hier volle Ostseite, haben im Sommer schon ganz früh die Sonne hier und sagen, sie sind wirklich froh, dass sie an der Stelle die Lamellenjalousien haben, die man eben dann auch aufstellen und rausgucken kann bei Verschattungslösungen. Das braucht man unbedingt. Die Bauherren haben sich entschieden, hier keine Fußbodenheizung mit Kühleffekt reinzumachen, sondern es gibt einfach eine ganz normale Fußbodenheizung unterm Parkett. Hier ist jetzt die große Festverglasung, macht an der Stelle absolut Sinn. Das sind über 2 Meter hier, wie gesagt, auch wieder die 2,7 Meter Höhe. Und wenn man da natürlich ein Sofa stehen hat, braucht man dahinter keine Hebeschiebetür. Und was sich hinter der Tür verbirgt, das schauen wir uns jetzt gleich an. Hier schließen nämlich die später als Kinderzimmer plus Kinderbad nutzbaren Räume an, beziehungsweise im Moment Büro, Gästezimmer und Gästebad. Hier kommen wir jetzt als erstes in einen kleinen Verteilflur, der 3,5 Quadratmeter groß ist. Das wäre jetzt der Bereich, der dann später, wenn man auf einer Ebene wohnen will, Bad und Schlafzimmer wäre oder dann eben, wenn die Familie das Haus übernimmt, dann die beiden Kinderzimmer mit Kinderbad. Jetzt schauen wir hier mal rein. Diese beiden Zimmer sind nahezu gleich groß, quadratisch, sehr gut geschnitten, 14 Quadratmeter. Auf der Seite haben wir es jetzt so, dass nach vorne hin die Brüstungshöhe wieder 1,26 ist, so wie wir es in der Küche auch schon hatten. Das ist zur Straße hin sehr schön. Und hier seht ihr jetzt auch diese weiß verputzte Rückwand von der Garage. An der Seite gibt es ein geteiltes Fensterelement. Die Bauherren haben gesagt, sie wollen hier eigentlich nicht raus. Man hat vorne auf die Terrasse kurze Wege und dieses geteilte Fenster, das dann auch nochmal abschließbar ist, bietet eben auch eine hohe Sicherheit. Hier gibt es später keinen Streit. Das andere Zimmer ist, wie gesagt, genauso groß und dazwischen liegt praktischerweise ein kleines Gästebad mit Schiebetür. Das hat jetzt schon was mit Barrierearmut zu tun. Die Tür steht dann nicht im Weg rum. Wir haben hier schon überall die extra breiteren Türen mit 96 cm und hier geht es jetzt rein ins Bad. Das ist mit 5 Quadratmetern nicht sehr groß, aber extra so gemacht, dass man hier eben auch mit dem Rollator reinfahren könnte. Das ist dann zwar hier so eine
eine Übereckdusche, aber die hat eben die Türen, die sich ganz öffnen lassen, ist hier absolut schwellenfrei, also das heißt bodengleich gefliest. Diese Mosaikfliesen sind schon speziell rutschhemmend, dass man da also nachher auch, wenn man nicht mehr so sicher ist, keine Gefahr hat. Und ganz wichtig, es gibt eben direkt in der Dusche schon eine feste Sitzbank. Das ist auch komfortabel, wenn man noch jünger ist und da irgendwie sich gut aufhalten kann, aber es ist eben auch ganz wichtig für später. Außerdem gibt es dann natürlich hier noch ein WC und das Milchglasfenster, das wir schon gesehen haben draußen, beziehungsweise hier die Abluft von der kontrollierten Lüftungsanlage. Die Bauherren sagten auch, es hat sich für sie total bewährt. Sie haben immer frische Luft im Haus, immer eine angenehme Temperatur und das ist also wirklich ein ganz, ganz großer Komfortfaktor, auch gerade wenn man älter ist oder auch wenn man Kinder hat und das mit dem Lüften eben nicht so stetig kontrollieren kann. Hier hinter mir ist jetzt das zweite Zimmer, das ist auch 14 Quadratmeter groß, ist im Moment das Gästezimmer, ist insofern etwas attraktiver, weil man jetzt hier dieses doppelflügelige Element nach draußen hat. Das wäre später das Schlafzimmer, wenn man eben auf einer Ebene wohnt. Hier eben auch wieder dieses große Element mit der hohen Brüstung. Man hat hier einen sehr, sehr schönen Weitblick, ohne dass vom Nachbargrundstück jemand reingucken kann. Und hier wirklich den unverbauten Ausblick. Das ist eben auch schön, wenn man liegt und im Liegen rausschauen kann, gerade wenn man später älter ist und eben nicht mehr so viel aufstehen kann, ist das wirklich ganz, ganz, ganz viel wert. Und es ist eben hier auch so, dass die Türen so platziert sind, dass hier auf jeden Fall ein Doppelbett reinpasst. Und jetzt schauen wir nach oben in den Bereich, wo das Baupaar im Moment noch seinen Schlafbereich hat. Hier haben wir jetzt die Rundlaufmöglichkeit wieder zurück in die wunderschön große Diele. Die Bauherrin sagte mir, sie sitzt hier auch gerne abends mal. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Ort. Und hier haben wir noch zwei Türen. Hier sind einmal 5 Quadratmeter Speise- und Abstellklammer. Und hier ist der Hauswirtschafts-, Hausanschluss- und Technikraum mit 11,6 Quadratmetern. Wirklich groß genug für ein Haus auf Bodenplatte. Hier passt sogar noch ein Fitnessgerät rein. Hier haben wir dieses große Gerät. Das ist die Luftwasserwärmepumpe für Warmwasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das ist dann eben ein relativ großes Gerät, aber nur innen aufgestellt. Außerdem sind hier sämtliche Anschlüsse. Es ist Platz für Waschmaschine und Trockner. Hier kommt dann auch noch der Speicher rein mit 10 Kilowatt Peak für die Photovoltaikanlage. Das heißt, die Leitungen vom Dach waren hier schon vorgerüstet und da ist also wirklich für alles Platz. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Treppe an und gehen nach oben. Die ist wirklich auch was Schönes. Die ist vom Haushersteller mitgeliefert. Böden und Bäder hatten die Bauherren übrigens rausgenommen beim Fertighaushersteller, weil sie gesagt haben, sie möchten das nicht bemustern müssen in 2 Tagen und haben sich das also extra rausgesucht. Aber das ist noch vom Haushersteller. Das ist eine Eichetreppe, keilgezinkt. Die Wange ist gebeizt, auch wieder in RAL 7016. Anthrazit, sehr schön ist dieses Ganzglasgeländer mit dem runden Edelstahlhandlauf und das Ganze ist jetzt eben eine gerade Treppe, eine einläufige offene Treppe ohne Setzstufen und die ist auch wirklich 1 Meter breit. Die Bauherrin wollte die Treppe so breit, wie das eben jetzt ohne super extra Anfertigung möglich ist, weil man dann eben auch sehr, sehr bequem da hochlaufen kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es da oben aussieht. Wir kommen jetzt hier oben ins Staffelgeschoss. Das sind nochmal 54 Quadratmeter. Wie gesagt, das ist auf allen Seiten zurückversetzt. Deshalb gilt es nicht als volles Geschoss und konnte hier auch realisiert werden. Und wir sehen schon, es gibt jetzt hier einen kleinen Flur und ein Fenster, wo man rundum auf das folierte Flachdach gucken kann. Die Bauherren sagten mir, sie hatten überlegt, hier eine Tür hinzumachen, dass das Dach begehbar ist.
Klar war, eine Terrasse wollen sie da nicht haben, weil sie unten einen schönen Garten haben. Und das Ganze hätte fast 20.000 € mehr gekostet, weil man braucht dann hier nicht nur die Tür, sondern rundum auch eine Absturzsicherung, weil das Dach sonst nicht begehbar sein darf. Deshalb haben sie jetzt hier eine 80 cm Brüstung. Wenn man mal aufs Dach muss, muss man halt mit einer Leiter da raussteigen. Hinter mir haben wir jetzt einen kleinen Raum, der im Moment als Abstellraum genutzt wird. Das ist nochmal 7,3 Quadratmeter, hat aber auch ein Fenster, schönen Holzboden drin. Im Moment ist das praktisch für die Winter-Sommer-Garderobe der Raum. Aber man sagt mir auch, wenn hier später mal eine Familie mit kleinen Kindern wohnt, hier ist das Schlafzimmer, dann möchte man vielleicht, wenn die noch klein sind, nicht, dass die unten im Kinderzimmer sind. Dann könnte man da ein Babybett und einen Wickelplatz reinmachen und hätte das Kind sozusagen hier oben noch in der Nähe als Mini-Kinderzimmer, bevor die dann groß genug sind, nach unten zu gehen. Ganz schlaue Idee, denn damit wird es wirklich vollwertig als Familienhaus nutzbar. Dieser Bereich lässt sich ja auch separat erschließen, weil die Treppe eben in der Diele liegt. Das heißt, hier könnte später auch eine Pflegekraft untergebracht werden, wenn man unten auf einer Ebene wohnt. Angedacht ist auch, unten die Mutter der Bauherrin noch eine Weile unterbringen zu können. Es gibt also wirklich viele Nutzungsmöglichkeiten. Das Schlafzimmer hat jetzt 21 Quadratmeter, ist damit wirklich groß und luftig. Auch hier würde man natürlich noch ein Beistellbett oder ein Babybett reinkriegen. Besonders schön finde ich aber, dass man hier nach zwei Seiten Licht hat und die Fenster, ein ganz besonderes Format, wieder die 80 cm Brüstung. Ist etwa 1 Meter mal 1,30 und eben extra so in die Ecke gesetzt, weil die Bauherrin sagte, sie wollte da einfach ganz viel Stellfläche haben, was ich sehr schön finde. Hier hat man jetzt wieder diese hochliegende Brüstung, die wir auch unten schon hatten, 1,26, dann dieses 80 cm hohe Lichtband, das 3 Meter breit ist. Auch hier heißt das natürlich, dass man da die besonders stabilen Rollläden braucht und ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal, die sind natürlich hier alle elektrisch. Das ist das Einzige, was man sich an Hausautomation gegönnt hat. So ein Funksystem mit elektrischen Rollläden, dass das also ganz einfach per Taster hier zu verdunkeln ist. Was total nett ist, hier oben gibt es eine Rundlaufmöglichkeit. Das heißt, es geht jetzt durch diese Schiebetür hier weiter in die Ankleide, die 9,2 Quadratmeter groß ist. Und obwohl sie 2 Fenster, also viel Tageslicht hat, sehr gut möblierbar ist. Also die Einbaumöbel sind hier jetzt vom Schreiner auf Maß angefertigt. Man kann hier so durchgehen, hat rechts und links wirklich jeweils zweizeilig Schrank, offene Regale und hier dann auch eine hohe Brüstung wieder zur Straße hin, die knapp 1,30, dass da also auch keiner reingucken kann, wenn man hier morgens durchläuft. Und hier geht es dann weiter ins Badezimmer, das mit 11 Quadratmetern wirklich sehr, sehr geräumig ist. Die Tür ist jetzt etwas schmaler. Hier oben muss man jetzt nicht barrierefrei agieren, weil die barrierefreie Ebene hat man ja unten. Trotzdem finde ich es total schön, dass dieses Bad mal mit viel Raum geplant ist. Man hat hier eine gemütliche Sitzmöglichkeit, dafür auf die Badewanne verzichtet, weil die Bauherren sagten, also in dem Alter, sie brauchen keine Wanne mehr, sie haben lieber eine große Dusche. Sehr schön ist es auch, dass es hier mit so einer Schamwand gegliedert ist, wo das WC verschwindet. Man hat nachts vom Schlafzimmer den kurzen Weg. Hier auch wieder die hohe Brüstung und den umlaufenden Fliesenspiegel auf 1,30. Besonderes Fliesenformat hier, 40 x 80, sieht man nicht oft. Und das ist jetzt eine Fliese, die ist auch rutschhemmend, hat aber so einen Hochglanz-Klimmereffekt. Und da sagte mir jetzt die Bauherrin, gerade wenn man Gegenlicht oder Licht von 2 Seiten hat, auf dieser Fliese sieht man jedes Haar. Also anders als die Fliese unten, diese halbpolierte, die wirklich sehr, sehr pflegeleicht ist, ist es hier oben was anderes. Aber auch diese Fliese, und das finde ich sehr schön, ist hier durchgezogen in die Dusche. Die ist mit 1 Meter mal 1,60 wirklich geräumig und sehr gut nutzbar. Und da hat man jetzt auf dem Boden die gleiche Fliese, nämlich diese hier, geschnitten in ein Mosaik. Das ist nicht so ganz klein wie so eine winzige Mosaikfliese, sondern da konnte man die Größe frei wählen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Der Boden sieht gut aus, ist absolut rutschhemmend und auch hier ist wieder hinten eine Sitzbank drin, damit das Ganze eben auch im Alter gut nutzbar ist. Und hier gibt es dann eine Tür
zurück in den Flur, denn man kann hier wirklich einmal oben komplett rundlaufen. So, jetzt haben wir alle Räume in diesem Bungalow mit Staffelgeschoss für Best Ager gesehen. Und wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt, nochmal bauen im Alter, clevere Planung, gibt es diese Geschichte und viele weitere Varianten in unserem aktuellen Hausbauhelden-Magazin ab 11.11.23 am Kiosk oder als E-Paper. Wo ihr das bekommen könnt, habe ich euch nochmal in die Description reingepackt. Und wenn ihr euch die Grundrisse zu dem Haus anschauen wollt, auch die gibt es wie immer per Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.